Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute mit einem etwas anderen Thema und zwar etwas, was vielen von euch wahrscheinlich schon mal aufgefallen ist. Was so ein bisschen komisch ist in Flive, wo man eigentlich sagen müsste, das sollte man mal fixen oder dass das nicht mehr so ist, weil, also es kann vorteilhaft sein, man kann das zu seinem Vorteil ausnutzen, es kann aber auch echt nervig sein. Und zwar geht es darum, dass man Skills auf Monster einsetzen kann, beziehungsweise Statusbeeinträchtigungen zumindest indirekt auf Monster einsetzen kann, obwohl diese bereits im Kampf mit einem anderen Spieler verwickelt sind. Und das Ganze kann ich euch eigentlich recht simpel zeigen, oder ich glaube, ich dequippe einfach mal den Bogen, dann mache ich keinen Damage. Genau. Dieses Mammut kämpft jetzt gegen meinen Ranger. Wir sind nicht in der gleichen Party. Jetzt mache ich Electric Shock und das Monster wurde aber Electric Shocked. Und wenn ich mir jetzt hier ein anderes Monster rüberhole. Achso, das ist jetzt. Ja, gut, das hätte ich nicht Avalanche machen sollen, das war jetzt dämlich. Ja, gut. Aber mit Earthquake müsste es eigentlich auch funktionieren. Genau. Earthquake habe ich jetzt auf das andere Monster indirekt gecastet, weil ich Monster eingegriffen habe, die direkt daneben standen. Und boom, Avalanche, das Monster ist gestunt. Und das ist eigentlich schon fast alles, was ich euch zeigen will. Weil ich finde das echt interessant und halt ehrlich gesagt auch irgendwie dumm. Weil du kannst damit halt allen Leuten voll in die Suppe spucken. Eye of the Storm scheint nicht zu funktionieren, okay. Komisch, weil so ziemlich alles andere funktioniert eigentlich. Es waren eigentlich schon die meisten Statusbeeinträchtigungen. Sowas wie Poison Cloud funktioniert natürlich nicht, weil das macht natürlich Damage und das funktioniert grundsätzlich nicht. Also du kannst jetzt keinen Damage an den Monster machen, aber du kannst den Status beeinträchtigen. Genau, also Poison Cloud jetzt hier nochmal. Das Monster kämpft ja quasi schon gegen... Also ich meine, es wird angezeigt, es macht aber keinen Damage. Also die Statusveränderung, die kriegt man eigentlich immer, aber es macht keinen Damage. Jetzt können wir nochmal Eye of the Storm benutzen. Ja genau, es funktioniert nicht, weil es Schaden macht wahrscheinlich deswegen. Also der Statuseffekt von Eye of the Storm mit dem Zurückstoßen ist technisch gesehen kein Statuseffekt, sondern es ist im Endeffekt Damage, der eine zusätzliche Funktion hat, deswegen geht das nicht. Burning Field muss auch nicht angezeigt werden, weil es auch nur Damage macht, genau. Ja, und das müsste dann eigentlich schon im Großen und Ganzen gewesen sein. Gut, Treffgenauigkeiten, solche Sachen müssten natürlich auch funktionieren, von Sandstorm und Lightning Storm, genau. Also, man kann das in gewissen Situationen tatsächlich zu seinem Vorteil nutzen, eventuell. Also, wir haben schon überlegt im Stream, für Level Service zum Beispiel könnte man es theoretisch benutzen, dass man quasi mit einem zum Beispiel Psykeeper Level Service macht und dann läuft dir noch ein Elementor hinterher, der gar nicht in der Party ist. Und der spammt dann Electric Shock quasi, also macht quasi 6-mal oder 5-mal Electric Shock in den Action-Slot. Dein Psy fängt an zu AOEen, drückst einmal auf dem LA-Action-Slot, er macht seinen Electric Shock rein und boom, du machst plötzlich 20% mehr Schaden, so ungefähr. Ja, könnte man theoretisch nutzen. Das gleiche mit dem Stun oder mit dem Slow, also auch beim Stun, wobei es da natürlich schwieriger ist, weil es kein Non-Target-Skill ist, aber man könnte theoretisch jeden Skill unter gewissen Umständen, ich meine, in den meisten Situationen bräuchte man wahrscheinlich tatsächlich eine zweite Person dafür, weil es sonst wahrscheinlich zu schwierig ist, das Ganze auszulösen. Aber könnte man tatsächlich zu seinem Vorteil nutzen. Und andersrum müsste es, by the way, natürlich auch funktionieren. Jetzt muss ich mal kurz meinen Bogen hier wieder ausrüsten. Also es funktioniert bei jeder Klasse, jetzt nicht nur bei Elementor. Ich habe es nur Elementor als Beispiel genommen, weil Elementor halt die meisten Statusveränderungen, glaube ich, casten kann. Vor allem auch mit unter anderem Non-Target sozusagen. Genau, jetzt kämpfen hier die Monster gegen mich. Dann hole ich mir hier eins auf meinem Ranger. Und dann jetzt zum Beispiel Ice Arrow wäre auch so ein gutes Beispiel. Ach, Windfeed habe ich ganz vergessen, ne? Konnte ich nur Windfeed vergessen. Also ich habe jetzt Ice Arrow gecastet und die Monster, die gegen meinen Elementor kämpfen, haben auch Ice Arrow abbekommen. Und die sind auch tatsächlich geslowt. Also es ist nicht nur, dass der Statuseffekt angezeigt wird, sondern die sind auch tatsächlich geslowt. Es funktioniert auch. Es funktionieren, wie gesagt, nur die Statuseffekte sozusagen nicht, die Schaden verursachen würden. Oder die halt eigentlich ja, gar keine Statuseffekte sind. Also Burning Field zum Beispiel ist eigentlich kein richtiger Statuseffekt. Also nur so halb irgendwie. Schwer zu erklären. Aber genau, ist eigentlich ein ganz interessantes Thema sozusagen. Jetzt können wir noch Windfield, wie gesagt, testen. Also jetzt hier Windfield reingespammt. Und natürlich, die Monster sind hier auch die vollen 4 Minuten dann von Windfield betroffen. Windfield ist wahrscheinlich das Skill, mit dem man am meisten treuen kann. Weil, wenn du jetzt jemanden wegekeln willst, der zum Beispiel Hit and Run spielt, ich meine, gut, funktioniert wahrscheinlich nicht so gut. Also ich wüsste jetzt nicht, ob man damit so gut trollen kann, dass jemand dann nur deswegen den Spot wechselt. Vielleicht. Aber wenn jetzt da irgendjemand ist, der sich alle Monster vor deiner Nase wegschnappt oder so und aber die ganze Zeit wirklich nur Hit and Run macht, könntest du halt hingehen und alle seine Monster slowen.
dass dein Hit-and-Run halt dann quasi ineffektiver wird sozusagen. Brauchst halt nur selber ein Monster, das in den Monstern von dem anderen Typen mit drin steht sozusagen, in der breiten Masse. Und dann kannst du ihn quasi damit ein bisschen trollen. Aber ist eigentlich ein echt interessantes Thema. Und eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, ist es natürlich total bescheuert. Also ich meine, warum ist das so? Ehrlich gesagt fühlt sich das alles so ein bisschen an, als sollte es nicht so sein. Ist halt schwer zu sagen. Ich meine, es ist schon seit Release, soweit ich weiß, im Spiel. Es ist schon ewig. Das heißt, es könnte zwar trotzdem ein Bug sein, weil ich meine, nur weil ein Bug schon ewig existiert, heißt es nicht, dass es deswegen gewollt ist oder dass es deswegen kein Bug ist. Aber ja, keine Ahnung. Weiß nicht, ob die dagegen mal was tun wollen. Ich würde sagen, in den meisten Fällen würde man es eher unabsichtlich benutzen. In den zweitmeisten Fällen würde man es wahrscheinlich zum Trollen benutzen. Und der einzige Fall, wo man es wirklich also zumindest das, was mir persönlich einfallen würde, wo man es wirklich zum eigenen Vorteil nutzen könnte, wäre wahrscheinlich Level Service. Wie gesagt, du levelst zum Beispiel, also dann auch nur mit Psy und Elle im Endeffekt. Oder größtenteils mit denen. Der Psy macht den Level Service und der Elle haut seinen Electric Shock mit rein, ohne dass er aber tatsächlich in der Party sein muss. Das heißt, er klaut keine XP oder so. Er beteiligt sich auch nicht an den XP. Er macht einfach nur den zusätzlichen Damage-Buff drauf und niemand hat einen Nachteil dadurch. Weil wir haben auch tatsächlich getestet, ob das XP Unterschiede macht. Also das wäre noch das nächste Thema. Ja, aber was ist, wenn das XP abzieht oder so? Wenn du nicht in der Party bist, dann hast du keinen XP-Nachteil. Haben wir auch getestet im Stream. Wir haben 2 Monster getötet, eins ohne Statuseffekte von einem Elementor, der nicht in der Party war, und eins mit. Und das mit Statuseffekte hat genauso viel gegeben wie ohne Statuseffekte. Also das mit Electric Shock quasi von außerhalb der Party hat genauso viel XP gegeben wie ohne Electric Shock außerhalb der Party. Das heißt, es hat sich überhaupt nichts geändert durch diesen quasi partylosen Debuff. Aber ja, fangt mit dieser Information an, was ihr wollt. Aber vielleicht habt ihr euch selber schon mal gewundert, hä, warum sind meine Mobs geslowed? Ich habe doch überhaupt kein Slow. Oder was ist das für ein komisches Symbol bei den Monstern da? Was wird da angezeigt? Ich habe doch gar nichts gemacht, so ungefähr. Also es kann tatsächlich passieren, wenn viel los ist dort, wo ihr levelt, dass halt andere Leute euch irgendwelche Statuseffekte auf eure Monster ballern, die ihr eigentlich gar nicht haben wollt. Am schlimmsten ist, wie gesagt, Windfeed, vor allem, weil es halt auch so lange hält. Genau. Theoretisch kann man das auch wahrscheinlich noch so nutzen, dass wenn man jetzt mit seinem besten Kumpel oder so am gleichen Spot AOE't, dass man sich immer irgendwo trifft und da dann zum Beispiel sowas wie Gravity Well, Windfield, Avalanche immer so probiert auf beide AOEs zu hauen. Ich meine, das würde theoretisch auch noch funktionieren. Ich meine, das wäre noch ein weiterer Vorteil, I guess. Aber das sind halt alles so Sachen, die brauchen schon viel Koordination. Und ob das da wirklich so ein krasser Vorteil ist, sei jetzt mal so dahingestellt. Glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Den meisten Leuten wäre es wahrscheinlich viel zu viel Aufwand für einen viel zu geringen Vorteil. Aber ich fand das ganz interessant, das Thema. Und da habe ich noch nie ein Video drüber gemacht. Und damit hätten wir das jetzt auch erledigt. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wie immer würde ich mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Schaut gerne auch im Livestream vorbei. Twitch-Link in der Videobeschreibung. Bis dahin, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.